Was für eine wunderschöne Landschaft. Ich bin auf dem Weg nach Norwegen zusammen mit dem Sebastian und wir sind auf der Suche nach den Spuren des Matches. Bei uns im Restaurant macht jeder Gast eine kulinarische Weltreise. Jedes Gericht ist inspiriert von einem Land und deswegen bin ich natürlich ständig auf der Suche nach neuen Inspirationen und freue mich, hier in Norwegen zu sein, um wieder was Neues kennenzulernen und vielleicht den Geschmack von typischem Essen nach Hause zu bringen. Natürlich habe ich schon sehr viel über Norwegen und die Fischvorkommen gehört, aber es ist doch was anderes, wenn man vor Ort die Menschen kennenlernt, die sich jeden Tag damit beschäftigen, die Fische in dem kristallklaren, blauen Wasser sieht, dann entwickelt man doch einen anderen Respekt gegenüber dem Produkt und das finde ich sehr wichtig. Ich habe hier wirklich eine atemberaubende Natur kennenlernen dürfen. Da haben wir wirklich mal Glück gehabt. Als Fischspezialist, was sagst du denn zum norwegischen Hering hier vor Ort? Ja, für mich ist der Hering ein absolutes Superfood. Er ist total gesund, er hat eine ganz tolle Konsistenz und ist absolut vielseitig in der Zubereitung. Lässt sich also braten, backen, lässt sich gut grillen, räuchern oder aber auch marinieren. Also bietet viele Möglichkeiten. Ja, es wäre schön, wenn wir die junge Generation wieder so ein bisschen ranführen würden, denn ich glaube, das kommt gerade noch nicht so an, aber mit diesen neuen Garmethoden wäre es vielleicht wieder interessanter und dann wäre es natürlich toll, wenn die zum Beispiel den Matches auch wieder probieren würden. When is the season for herring in Norway? It all depends. We have two sort of herring. We have North Sea herring and we have this North NVG we call it. And that season is starting early in January. And we start this year 1st of January. And we was finished fishing in the 2nd of February. And then we have the North Sea herring. It starts from in the end of May. And can be go all the way up to the autumn, maybe October, November. How is the herring caught? Herring, normally we see the schools on our instrument, and we use a purse net, which we make a circle around the school, and we purse it back in the bottom, and we pull the whole thing into our ship side and we pump it on board. So it's very quick? It's very quick operation, yes. So Atle, what do you think about sustainable fishing of herring? I think that is very good here in Norway because we are strictly controlled from the government. The fish directorate is following up everything what we are doing. So you are protecting the sea for the next generation? Yes, that's right. Even if we see something floating at the sea, garbage and things like that, we pick it up and bring it into our shore. Wir werden gleich auch noch Terje treffen von Pelagia, dem größten Fischproduzenten hier in Norwegen. Und der wird uns sicherlich noch das eine oder andere über den Hering, der hier in der Region gefangen wird, berichten können. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Inspirationen und natürlich auch nach hervorragenden Produkten. Hallo Terje. Hallo Terje. Hallo Sebastian. Hallo Julia. Hallöchen, schön dich zu sehen. Ja, du hast uns ja hier einen schönen Hering mitgebracht, der irgendwann hoffentlich mal ein Matches wird. Und ihr sagt ja immer Premium-Produkt. Ja. Aber man fährt ja nicht raus und angelt Premium-Produkte. Also wie macht ihr das und vor allem, wie unterscheidet sich das später in der Produktion? Ja. Es ist so, wir kennen ja die Schiffe, wir kennen die Fanggebiete, unsere Einkäufer haben lange Erfahrung und wir kaufen dann die Ware vorwiegend kleine Mengen, weil wir wissen, wenn kleine Mengen angelandet wird, dann ist die Qualität gut. Also bei einer kleineren Menge liegen die Fische halt nicht so gequetscht. So ist es. Und wir machen auch unsere interne Kontrolle dann, wenn die Ware angelandet wird. Was bedeutet das Wort Veredelung in Bezug auf den Hering? Ja, also hier in Norwegen produzieren wir nur die Rohware, weil wir haben in Norwegen keine Tradition mit Veredelung. Veredelung heißt Reifung mit Salz und Essig. Und das macht für uns Friesenkrone, die dann lange Erfahrung mit dieser Produktion hat und die machen daraus sehr viele schöne Produkte. Ja, ich lasse euch dann alleine. Viel Spaß mit dem Matches. Danke. Ich habe nämlich jetzt eine Verabredung mit dem Wissenschaftler. Okay. Tschüss und bis später. Tschüss. Ja, so, das ist ja gut.
Hello. Hello, how are you? My name is Julia, nice to meet you. So what is your aim and the work of your organization? Our organization has 180 fishing vessels and we work towards environmental friendly fishing. We harvest the fish from the cleanest oceans in the world. Which steps does your organization and the Norwegian government to make this sustainable fishing possible in Norway? Long-term sustainability is a very important task for Norway. We work together with the Norwegian government to negotiate with other countries to ensure sustainability harvesting, which is important in the long run for sustainable stocks. What do you think? How safe is the stock of herring? We base our quotas on the advice from ICS, and we have shown for decades that we can sustainably harvest these stocks. And we want to continue doing that as responsible as we can. Thank you for your information and your time. Yes, it was a pleasure to meet nice you. To meet you. See you Thank again. You. Bye. Bye. Die Reise nach Norwegen hat sich für mich sehr gelohnt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, leckeren Fisch probiert, in einer wunderschönen Kulisse und konnte natürlich auch sehr, sehr viel lernen. Matjes ist wirklich ein Superfood. Jetzt geht's nach Hause, für mich in die Küche, mit ganz viel Inspiration für tolle Rezepte.